So, wenn du deinen Assistenten gebaut hast, dann bist du wahrscheinlich schon an den zwei farbigen Kästchen vorbeigekommen. Da haben wir einmal den AI Prompt Editor links, den haben wir im letzten Video einmal eingerichtet. Und da haben wir rechts in lila einmal den Flow Builder. Ihr habt euch bestimmt schon mal gefragt, was genau der Flow Builder eigentlich macht. Und genau dafür ist dieses Video da. Der Flow Builder ist vor allem dafür da, dass ihr klare Regeln definieren könnt. Und im Vergleich zum Prompt Editor habt ihr dann nicht einen riesen Text-Prompt, sondern ihr habt dann eine Struktur, die vor allem für Outbound-Anrufe und Verkaufsgespräche ideal sind. Kurz gesagt, ich empfehle euch den Prompt Editor, wenn ihr Rezeptionisten oder Assistentinnen baut, und den Flow Builder empfehle ich euch, wenn ihr Assistenten für den Vertrieb bauen möchtet, für den Outbound-Anruf. Genau dafür wurde der Flow Builder letztendlich auch erstellt. So, wenn ihr den Flow Builder einmal gestartet habt, dann landet ihr jetzt auch schon in diesem Fenster. Da könnt ihr einmal eine Vorlage auswählen, wie bei dem Prompt Editor, oder ihr beginnt einfach von blank von vorne. Ich habe für dieses Tutorial jetzt schon mal eine kleine Vorlage erstellt, damit ich euch kinderleicht zeigen kann, wie das Ganze funktioniert, denn es ist wirklich leichter, als man auf den ersten Blick denkt. Wenn wir jetzt hier drin sind, können wir einmal unten auf Knoten hinzufügen drücken und sehen dann hier ein paar kleine Knotenpunkte. Da haben wir einmal das Sprechen, da könnt ihr der KI 1:1 den Text, den ihr reinschreibt, aussprechen lassen. Als zweiten Punkt haben wir da einmal Prompt, da könnt ihr der KI flexible Anweisungen geben, wie sie zum Beispiel Interessen ermitteln soll oder eine Einwandsbehandlung machen soll. Beim dritten Punkt Aktionen könnt ihr dann Termine buchen oder Anrufe weiterleiten, sprich es ist einfach ein Trigger für die verschiedensten Automationen. Und der letzte Knoten ist eigentlich selbsterklärend, da können wir entscheiden, wann der Anruf beendet sein soll, je nachdem wie der Kunde zum Beispiel reagiert. Wenn er jetzt zum Beispiel negativ auf euren Anruf reagiert, dann kann die KI da ganz einfach den Anruf beenden. Rechts haben wir dann einmal die Einstellungen, da können wir einmal die Identität, die erste Nachricht nochmal reinschreiben und den Gesprächstypen. Das geht zum Beispiel nicht nur mit Betrieb, sondern man kann ja auch eine Vorauswahl von Bewerbern einrichten, eine Produktbewertung einholen oder sogar auch hier einen Kundenservice bauen. Sprache mache ich natürlich in meinem Fall Deutsch. Das Coole beim Auftreten ist, wir können hier der KI mit Reglern eine Persönlichkeit geben, dass sie zum Beispiel ein bisschen mehr Durchsetzungskraft hat oder zum Beispiel ein bisschen mehr Humor hat. Und bei der Voicemail-Einstellung könnt ihr dann hier ganz genau reinschreiben, was die KI auf den AB, auf den Anrufbeantworter sagen soll. Und bei den Variablen könnt ihr der KI zum Beispiel sagen, was sie schon vor dem Anruf wissen soll über den Kunden. Zum Beispiel, wenn euer Kunde eine Leadliste hochlädt, dann kann die KI hier schon den Vornamen ermitteln und die Person dann auch direkt ansprechen. Hierbei nach dem Anruf könnt ihr dann auch Webhooks triggern, damit zum Beispiel eine Zusammenfassung an den Geschäftsführer geschickt wird. Wenn der Kunde zum Beispiel spezielle Wünsche haben möchte oder bestimmte Fragen stellt, dann kann das hier dann zusammengefasst und verschickt werden. Ja, und wenn ihr das dann eingestellt habt, dann drückt ihr einmal auf Speichern. Hier einmal drüber haben wir noch die Knöpfe exportieren und importieren. Da könnt ihr eure Flows ganz einfach runterladen und dann mit Copy-Paste in eure anderen Assistenten einfügen. Jeder Flow startet hier oben mit dem Knoten Starten. Wenn wir da einmal draufdrücken, dann könnt ihr hier die Erstnachricht reinschreiben, also so begrüßt eure KI den Kunden. Danach haben wir hier den Knoten Sprechen. Da möchte ich, dass die KI nach der Begrüßung direkt 1:1 diesen Satz hier sagt. Und dann kann ich hier zum Beispiel noch unten einstellen, ich möchte, dass sie das wortgetreu wiederholt, ja. Und ich möchte, dass sie Zahlen phonetisch vorliest. Und wie man sieht, wird hier noch an anderen Features gearbeitet, die bald dazukommen. Der spannende und ausschlaggebende Teil beginnt jetzt hier beim dritten. Da haben wir einmal den Prompt drin. Da habe ich reingeschrieben, ich möchte jetzt, dass die KI Interessen ermittelt und Einwände professionell behandelt. Da könnt ihr jede Behandlung reinschreiben. Zum Beispiel, wenn der Kunde sagt, dass er noch mit seiner Frau sprechen muss, dann könnt ihr da einen extra Einwand reinbauen und dann quasi hier mit den Knotenpunkten weiter fortbauen. Wenn wir da jetzt einmal draufdrücken, können wir hier ganz einfach die Prompt-Anweisung reinschreiben. Hier gibt es dann auch Regeln, wie sie sich in dem Moment verhalten soll, wenn sie diese Frage stellt. Und dann können wir hier unten bei Ergebnisse, wenn wir ein bisschen runterscrollen, das ist dann hier der Punkt 1, 2, da haben wir einmal, der Kunde ist interessiert oder der Kunde ist nicht interessiert. Und dann können wir bei 1 machen, okay, er ist interessiert, dann machen wir weiter. Und wenn er nicht interessiert ist, dann wünscht die KI ihm noch einen schönen Tag und legt dann den Anruf auf. Ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich vorstellen, was mit dem Flow Builder alles möglich ist, vor allem wenn man Vertriebskanäle baut mit dem Ziel, dass man Kaltakquise betreibt, dann kann man hier im Flow Builder riesengroße Logiken bauen. Was ihr hier an der Stelle beachten müsst, ist, dass ihr entweder den Prompt Editor benutzen könnt oder den Flow Builder. Denn wenn ihr den Prompt Editor schon komplett gebaut habt und dann den Flow Builder ausführt, dann wird der Prompt Editor gelöscht.